Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Dnipro sind Angaben örtlicher Behörden zufolge 8 Menschen verletzt worden, darunter auch 2 Kinder. Die ukrainische Luftwaffe habe 2 russische Iskander-Raketen abgeschossen. Durch den Einschlag von Trümmerteilen seien Wohnhäuser und Autos beschädigt worden. Es sei ein Feuer ausgebrochen. Bei dem nächtlichen Angriff habe Russland auch 4 Drohnen eingesetzt. 2 davon seien über der Region Tschernihiw abgeschossen worden, so die ukrainische Luftwaffe. Über die aktuelle Situation wollen wir sprechen mit Christoph Wanner, uns an diesem Morgen aus Moskau zugeschaltet. Christoph, lass uns vielleicht zuallererst mal auf die Strategie schauen, mit der Russland seine Bombenangriffe fortführt. Sieht man da irgendeine Veränderung zu den vergangenen Wochen und Monaten? Tatjana, ich würde sagen, dass die Russen seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, diesbezüglich ein und dieselbe Strategie verfolgen. Es geht darum, ukrainische Ziele im rückwärtigen Raum auszuschalten. Und dazu, zu diesen Zielen gehört die Energieinfrastruktur der Ukraine, gehören Munitionsdepots, Waffenlager, Truppenansammlungen. Dann werden dazu Drohnen eingesetzt, Marschflugkörper, Raketen. Und genau das hat sich eben auch letzte Nacht wieder abgespielt. Christoph, es gibt einen Themenbereich, der von russischer Seite natürlich sehr beobachtet wird. Und das ist die Thematik ausländische Ausbilder, Truppen von zum Beispiel NATO-Staaten wie zum Beispiel Frankreich, die vor Ort in der Ukraine anfangen würden, die Ukraine auszubilden. Jetzt hat sich Außenminister Lavrov dazu geäußert. Wie? Ja, dazu gibt es eine ganz klare Position vom russischen Außenminister und der sagt, dass französische Ausbilder in der Ukraine zu einem legitimen Ziel für die russischen Streitkräfte werden. Schauen wir vielleicht noch auf die Situation entlang der Frontlinien, insbesondere Charkiw, massiv unter Beschuss gewesen in den vergangenen Wochen, jetzt aber eine ukrainische Gegenoffensive. Ja, es ist eine massive Gegenoffensive der Ukrainer im Norden des Kriegsgebietes. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist jetzt nicht klein-klein. Das Ziel der ukrainischen Truppen ist es, die Russen da rauszuwerfen aus diesem Gebiet. Die Russen haben diese Offensive bei Charkiw am 10. Mai begonnen, haben dann Geländegewinne erzielt, sind eingedrungen in ukrainisches Gebiet, so 8, 9 Kilometer. Und jetzt will man die Russen da weghaben und hat da enorme Kontingente zusammengezogen, 50.000, 70.000 Mann, da gibt es unterschiedliche Angaben. Und das Ganze muss man sehen im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel jetzt in Italien Mitte Juni, dann die Friedenskonferenz in der Schweiz. Und da will Zelensky zeigen, dass die Ukraine handlungsfähig ist. Er will seinen westlichen Partnern beweisen, dass man hier eben auch was gegen die Russen unternehmen kann. Und deswegen diese Offensive. Aber es gibt da noch keine substanziellen Erfolge für die Ukrainer, wie ich das beurteile. Die ukrainische Seite darf ja jetzt auch mit westlichen Waffen in russisches Kernland schießen, dort sozusagen zurückschlagen, sich weiter verteidigen. Hat das schon zu Ergebnissen geführt? Soweit ich beurteilen kann, ja. Es wurde da wohl der Mehrfachraketenwerfer HIMARS der USA eingesetzt, Reichweite ca. 80, 90 Kilometer, zumindest die Version, über die die Ukrainer verfügen. Und da ist es wohl den ukrainischen Kräften gelungen, im Bereich Belgorod ein russisches Flugabwehrsystem zu zerstören oder zumindest schwer zu beschädigen. Entweder ein S-300 oder ein S-400, das weiß ich jetzt nicht genau. Und die große Gefahr ist eben, dass die Amerikaner auch sich bereit erklären könnten, den Ukrainern zu erlauben, die ATACMS einzusetzen, also ihre ballistischen Kurzstreckenraketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern. Aber noch ist das wohl nicht geschehen. Christoph, wir haben jetzt schon über Charkiw gesprochen. Lass uns noch schauen, wie es an den anderen Frontabschnitten im Osten und noch weiter südlich aussieht. Also weil die Ukrainer eben große Kontingente nach Norden geschickt haben, nach Charkiw, um dort zu verteidigen und auch jetzt diese Gegenoffensive durchzuführen, fehlen viele dieser Truppen an anderen Frontabschnitten und da machen die russischen Streitkräfte weiter Druck. Es fehlen auch da die signifikanten Durchbrüche zurzeit, also viele Positionskämpfe. Aber wie ich das hier verfolge, machen die Russen eben tagtäglich an den unterschiedlichsten Abschnitten wenige 100 Meter gut. Und das summiert sich natürlich schon am Ende des Tages. Christoph Wanner, besten Dank für diese Fülle an Informationen und Einordnungen.
So, der Bundeskanzler wird heute mit einem Rundgang die diesjährige internationale Luft- und Raumfahrtausstellung eröffnen. Bis Sonntag kommt die Industrie zur Branchenschau auf dem Gelände des Hauptstadtflughafens BER zusammen. Rund 600 Aussteller werden erwartet. Bis Freitag ist die Messe erstmal nur für Fachpublikum geöffnet. Und am Samstag und Sonntag dann können auch alle sich die Ausstellung von hochmodernen zivilen und auch militärischen Fluggeräten anschauen. So, und jetzt schon vor Ort unser Kollege Daniel Koop. Das Wetter spielt auch mit. Ist ja immer schön, wenn da gelegentlich was in der Luft rumfliegt. Und man sieht es auch. Und es ist nicht wolkenbedeckt. Was steht da in diesem Jahr an? Was sind die großen, ich sage mal, Neuerungen? Vor allem vielleicht auch in der zivilen Luftfahrt, aber halt auch natürlich, wenn es um Verteidigungs- und Sicherheitsthemen geht. Also ich muss sagen, in der Vergangenheit ist man hier sicherlich vor allem zur ILA gekommen, um sich Flugzeuge anzuschauen. Es gibt ja hier auch Flugshows in den nächsten Tagen. Aber ganz klar steht hier bei der diesjährigen ILA ein Thema ganz klar im Zentrum, und das ist doch die militärische Luftfahrt. Und das wird auch ein Schwerpunkt sein, gleich beim Rundgang des Bundeskanzlers. Gegen 8:30 Uhr wird das Ganze dann hier beginnen auf dem ILA-Gelände. Und wenn man sich mal anschaut, was der Bundeskanzler dann nachher hier auch besichtigen wird, dann sind das genau diese Konzerne, die auch angekündigt haben, jetzt in der Zukunft dann noch einmal deutlich aufzurüsten. Also unterhalten wir uns da beispielsweise über Airbus. Die haben jetzt erst vor einigen Tagen angekündigt, dass sie da eine neue Drohne dann auch in Betrieb nehmen wollen. Eine Drohne, die nicht nur Deutschland interessieren wird, sondern die auch die europäischen Partner interessieren wird. Das wird sich der Bundeskanzler unter anderem auch anschauen. Aber auch andere große Rüstungskonzerne, wie beispielsweise Rheinmetall, die sind hier auch auf der Messe zu sehen. Du hast es ja angesprochen, bis zum Wochenende, also bis Freitag, ist das jetzt erst einmal ausschließlich Fachpublikum. Viele Politiker, die sich heute auch für den Tag angekündigt haben. Also wir werden den Verkehrsminister hier später auch noch auf der Messe sehen, auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Er wird nachher auch hier vor Ort sein. Und am Wochenende hat dann das ganz normale Publikum die Möglichkeit, hier auch einen Blick auf unterschiedliche Flugzeuge zu werfen. Ich glaube, wir können es im Hintergrund sehen. Airbus A380 von Emirates hier auch schon gelandet. Aber viele Kampfjets, viele Rüstungskonzerne, viele Drohnen, das alles wird hier getestet und man kann es sich anschauen. Daniel, dein Lieblingsflugzeug, glaube ich, oder? Der A380. Danke schon mal für all die Informationen. Ja, der Kampf gegen das Hochwasser in Süddeutschland geht weiter. Auch in der Nacht wurden Deiche überwacht. Durchbrüche gab es aber zum Glück nicht mehr. Und dennoch bleibt die Lage vor allem im Osten Bayerns kritisch, auch wenn an der stark betroffenen unteren Donau der Wasserstand langsam zu sinken beginnt. Die Wasserstände an den Pegeln in Passau und Regensburg, die lagen am frühen Morgen dennoch bei der höchsten Meldestufe 4. Und aufgrund mehrerer vermissten Fälle wird befürchtet, dass neben den 5 bestätigten Hochwasseropfern noch weitere Tote hinzukommen könnten. Jetzt muss es schnell gehen. Das oberste Ziel: Schadensbegrenzung. Seit der letzten großen Flut im Jahr 2013 schützt Michael Höltel sein Hotel zwar mit Schotten, doch das Wasser findet bekanntlich immer einen Weg. Das Wasser sammelt sich halt hier, also man sieht die Schotten, die sind relativ hoch und das kommt halt leicht an der Seite rein und auch unten durch die Fugen kommt es leicht durch, also hier zum Beispiel. Und genau, wir sammeln halt das Wasser so zusammen und schütten es einfach in die Richtung zum Aufzug. Und von da aus die Schläuche, man sieht es ja auch, da pumpt man es wieder raus. Katastrophenfall in Passau. Denn bereits am Dienstagnachmittag knackt die Donau hier die 10-Meter-Marke. Die Altstadt komplett überflutet. 15.000 Sandsäcke haben die Helfer im Kampf gegen die Fluten in Stellung gebracht. Doch schon jetzt gehen die Schäden ins Unermessliche. 100 Millionen Euro will die bayerische Landesregierung an finanziellen Hilfen bereitstellen. Der Oberbürgermeister von Passau stellt dennoch zusätzliche Forderungen in Richtung Bundesregierung. Aber natürlich hoffen wir auch, dass der Bund seinen Beitrag leisten wird. Diese betroffenen Betriebe, auch die Privatwohnenden, werden es ohne diese Hilfe nicht schaffen. Mittlerweile sinken die Pegel zwar, doch die Bilanz für Süddeutschland bleibt eine schreckliche. Mindestens 5 Todesopfer haben die Fluten bereits gefordert. Eine Frau aus Neu-Ulm fand Zuflucht in einem Baum. Nach über 50 Stunden konnte sie gerettet werden. Währenddessen geht das Bangen um weitere vermisste Menschen weiter. Die Lage an der Donau bleibt ernst. Nach der Katastrophe in Bayern wappnen sich jetzt die Menschen in Österreich für die Fluten.
Und trotzdem, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kann man sich heute eigentlich gar nicht so recht vorstellen, wenn wir gleich mal auf die Bilder schauen. In Passau auf die Donau, ein zwar bewegter Fluss, aber dort, wo du stehst, Theresa, da war zwar gestern höchstwahrscheinlich auch Stehen möglich, nur hinter dir, dort unten, war Land unter. Allerdings, Thomas, guten Morgen an euch beide. Wir gucken direkt einmal runter. Also mittlerweile sieht man, da ist wieder ein Weg an der Donau entlang. Aber je weiter hinter man schaut, desto mehr wird klar, das Wasser, das steht da immer noch. Und das wird auch die nächsten Tage so bleiben. Trotzdem, es ist zurückgegangen. Wir sind jetzt so circa bei einem Pegelstand von 910 Zentimeter. Das ist knapp 1 Meter unter dieser kritischen 10-Meter-Marke. Und wir gucken noch einmal ein bisschen weiter ans Donauufer entlang. Auch die Wasserwacht von der DLRG, die ist immer noch im Einsatz. Allerdings, es wird hier nichts mehr evakuiert oder sonstiges. Das ist nur so eine Art Kontrollfunktion oder Wassertaxi, um letztendlich die Leute noch ein bisschen zu versorgen. Und über die aktuelle Lage konnte ich auch mit der Feuerwehr, mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr sprechen. Und da hören wir einmal kurz rein. Ja, der Morgen danach ist der Morgen vor den nächsten Tagen. Inn und Donau sind um 1 Meter gefallen, fast 1 Meter. Das bedeutet, dass wir doch in geringem Umfang Aufräumarbeiten schon leisten können. Aber wenn Sie die Pegelstände angucken oder auch hinter uns die Donau, die wird ungefähr noch die nächsten 3 Tage diesen Stand haben und erst dann spürbar fallen und erst dann beginnt die eigentliche Arbeit. Das heißt, Ihre Aufgaben sind jetzt konkret welche und was ist dann die Arbeit danach? Momentan ist es eher die psychologische Betreuung und Kleinstarbeiten. Ein paar wenige Keller kann man schon auspumpen. Und ansonsten müssen wir immer auf die Pegel schauen. Und sobald ein Pegel wirklich gefallen ist, dann geht's los. Keller auspumpen und, was noch ganz wichtig ist, Schlamm von der Straße beseitigen. Jetzt in dieser Jahreszeit, wenn die Sonne drauf scheint, wird der Schlamm hart wie Beton und das ist dann ein Wettlauf gegen die Zeit. Man ist ja in Passau Hochwasser tatsächlich gewohnt. Wie würden Sie das Ganze jetzt einschätzen? Hatte man das immer zu jeder Zeit im Griff? Gab es irgendwelche kritischen, schwierigen Punkte? Als Einsatzleiter muss ich natürlich sagen, dass man das immer im Griff hat. Nein, wir haben eigentlich lange mit einem Pegel von 9,50 Meter gerechnet. Und der Inn hat uns dann in die Suppe gespuckt, wie man so schön sagt, durch die starken Regenfälle im Salzburger Land und in Rosenheim. Ist dann der Inn unerwarteterweise extrem angestiegen und dadurch kam dann die Situation zustande, dass der Inn die Donau kurzfristig gestaut hat und dadurch die Donau auf 10 Meter angestiegen ist. Und da wir nicht wussten, wie sich der Inn weiter verhält, ist dann auch der Katastrophenalarm ausgelöst worden, weil wären 20, 30 Zentimeter noch mehr dazugekommen, dann hätten wir massive Probleme gehabt, abgeschnittene Stadtteile und auch die Infrastruktur wäre noch massiv beschädigt worden. Wie ist es? Die Altstadt ist ja immer relativ ungeschützt, weil gerade diese 2 Flüsse zusammenkommen. Gibt es da irgendwelche Dinge, die man in der Zukunft plant, um sowas ein bisschen besser verhindern zu können oder besser vorsorgen zu können? Seit 2013 reden wir in Passau von richtigem Hochwasserschutz. Die Politik diskutiert, Planfeststellungsverfahren laufen mit entsprechenden Einsprüchen. Da müssten Sie jetzt die Politik fragen. Wir von der Feuerwehr oder von den Rettungsorganisationen wären eigentlich nur froh, wenn es irgendwann eine Entscheidung gäbe, ob sie kommen oder nicht. Weil wir können uns dann darauf einstellen. Nur seit 2013 wird diskutiert. Vielen. Ja, wir haben es gerade gehört, Prävention, das ist ja ein Wunderpunkt in Passau. Man diskutiert seit 11 Jahren über einen vernünftigen Hochwasserschutz und passiert ist im Moment noch gar nichts. Und da muss sich die Politik sicherlich auch in den nächsten Wochen ein bisschen was anhören und das zu Recht. Danke nach Passau, Theresa. Die Polizei hat die Suche nach einer vermissten Grundschülerin aus dem sächsischen Döbeln unterbrochen. Zurzeit werden die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung ausgewertet. Die bisherigen Suchmaßnahmen seien ergebnislos verlaufen. Seit Montagabend versucht die Polizei, das Kind zu finden. Gestern durchstreiften rund 70 Beamte das Stadtgebiet. Polizeitaucher und Wasserschutzpolizei suchten die Mulde und deren Ufer ab. Von dem Mädchen aus einer in der Kleinstadt lebenden ukrainischen Familie fehlt seit Montag jede Spur. Wenige Wochen vor dem geplanten AfD-Bundesparteitag in Essen droht ein juristischer Streit zwischen der Partei und der Stadt über den Veranstaltungsort. Der AfD-Bundesvorstand wies gestern die Forderung der Stadt Essen zurück, seine schriftliche Selbstverpflichtung zum bereits geschlossenen Mietvertrag für die angemietete Grugerhalle abzugeben. Darin sollte die Partei versichern, während des Parteitages keine strafbaren Äußerungen zu verwenden. Bei Verstößen drohten 500.000 € Strafgeld. Der Bundesvorstand der AfD hat die Forderungen
Forderungen der Messer Essen GmbH nach einer Vertragsanpassung zurückgewiesen. Die Stadt Essen kündigte kurz vor Ablauf der Frist eine Kündigung des Mietvertrages für die Grugerhalle an, sollte die AfD die Erklärung nicht abgeben. Die AfD drohte mit juristischen Mitteln. Bundeskanzler Scholz hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen davor gewarnt, sich nach der Europawahl mit den Stimmen rechtsextremer oder rechtspopulistischer Parteien im Europäischen Parlament in eine zweite Amtszeit wählen zu lassen. Die SPD stehe zwar zu dem Spitzenkandidatenprinzip und werde dies immer möglich machen, so Scholz am Dienstagabend auf der sogenannten Spargelfahrt des Seehamer Kreises in Berlin. Nach dieser Verabredung der Mitteparteien darf die stärkste Fraktion im Europaparlament den Posten an der Spitze der nächsten Kommission besetzen. Aber eines muss klar sein, eine Kommissionspräsidentin oder ein Kommissionspräsident muss sich immer auf die demokratischen Parteien Europas stützen. Das fügte der SPD-Politiker hinzu. Dazu gehörten Konservative, Sozialdemokraten, Liberale und auch Grüne. Es dürfen keine rechtsextremen und rechtspopulistischen Parteien dabei sein, sagte Scholz. So, und damit schauen wir jetzt in den Deutschen Bundestag zu Dorothea Schopelius. Dorothea, ein großes Thema natürlich nach wie vor der Mord an dem Polizeibeamten in Mannheim und die politischen Forderungen, die da jetzt so langsam an Fahrt aufnehmen. Worüber wird im Moment vor allem diskutiert? Guten Morgen, Tatjana aus dem Bundestag. Die Tat in Mannheim hat für viel Schreck und Schock gesorgt im Deutschen Bundestag. Es geht um mögliche Abschiebung in auch nicht als sicher eingestufte Herkunftsländer. Es geht auch um Indoktrinierung im Internet. Es geht um Parallelgesellschaften, um Einwanderung und um Messerverbotszonen. Und da möchte ich einmal etwas genauer hingucken. Und da möchte ich, obwohl es früh am Morgen ist, ein paar Zahlen rausholen bezüglich der Messerattacken. Wir sehen laut der Kriminalstatistik der Polizei, dass es im letzten Jahr 8.951 Messerattacken gegeben hat. 10% mehr als im Jahr zuvor. Die Zahl steigt also und diese Tendenz sieht man auch ganz klar von Seiten der Bundespolizei, die für Flughäfen oder Bahnhöfe verantwortlich sind. In diesen Tatbereichen ist die Zahl der Messerattacken im letzten Jahr sogar um 31,5% hochgegangen. 1.160 Attacken hat es gegeben. Seit 2019 hat sich das verdoppelt. Wir sehen also, Messerattacken spielen eine große Rolle, daher auch politisch. NRW-Innenminister Herbert Reul hat gefordert, dass es härtere Strafen und schärfere Regeln gibt und wird unterstützt, sogar von der SPD, zum Beispiel vom SPD-Politiker Dirk Wiese, der Messerverbotszönen für eine gute Methode hält, der Polizei zu helfen und vor allem präventiv zu arbeiten. Genau beim Wort präventiv aber, da widersprechen die Kriminologen und Gewaltexperten, die sagen, dass es jetzt auch Nachahmungstaten geben könnte nach Mannheim und dass es eben auch die gerade schon Indoktrinierung und Radikalisierung im Internet und in Parallelgesellschaften gibt und dass man hier ansetzen müsste. Interessanterweise gibt es hier parteiübergreifend jetzt eine Bewegung im Bundestag. Mit Bewegung meine ich, dass sich da einfach inhaltlich ein bisschen etwas anpasst. Man spricht sehr viel direkter auch über Islamismus, über die Gefahr, die vom politischen Islamismus ausgeht. Ein Beispiel dafür wäre Ricarda Lang von den Grünen, die klar gesagt hat, dass Islamismus eine Gefahr ist nach dieser Straftat in Mannheim und die auch gesagt hat, dass man in ihrer Partei vielleicht bisher davor zurückgeschreckt sei, über Islamismus klar zu sprechen, weil man Angst gehabt habe, Rechtspopulisten in die Hände zu spielen. Man müsse jetzt aber gegen Islamismus gesellschaftlich und politisch vorgehen. Also man sieht, es passiert etwas im Bundestag und es wird parteiübergreifend immer noch diskutiert, was jetzt das Resultat aus dieser Tat in Mannheim sein könnte und vor allem sein sollte. Dorothea, danke schön. Und trotzdem, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gibt es natürlich immer wieder politische Kreise, die solche Taten, solche Straftaten, solche Messerangriffe für eigene Interessen versuchen zu nutzen. Jetzt haben wir am kommenden Wochenende, am Sonntag, die Europawahl. Wir haben Sie mal gefragt, ob Sie denken, dass möglicherweise Mannheim auch Einfluss nehmen könnte auf das Ergebnis der Europawahl. Hier ist Ihre Stimme. Man weiß noch viel zu wenig über den Mann, der bisher absolut unauffällig gewesen ist. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung jetzt auf sowas reagiert. Da gibt es wichtigere Themen. Da gäbe es andere Themen, von denen ich mehr hoffen würde, dass sie Auswirkungen haben. Also wenn ich nach unten schaue, wo es um Klimakatastrophe geht, da würde ich mir mehr hoffen, dass das Auswirkungen hat. Also ich denke, dass es Auswirkungen haben könnte, weil es erstens mal kurz vor der Wahl war.
und weil es natürlich von interessierten Kreisen auch ausgeschlachtet wird und natürlich auch jetzt publiziert wird und es haben schon einige Interesse daran, dass das bekannt wird und auch wer es war natürlich. Ich denke, dass die politischen Meinungen halt relativ festgefahren sind heutzutage und deswegen, auch wenn es ein extrem tragisches Ereignis ist, glaube ich nicht, dass es wirkliche Änderungen hervorruft. Ich glaube, dass das die Bürgerinnen und Bürger, glaube ich, nicht so im Fokus jetzt haben, was da passiert ist mit dem Polizistenmord. Weil ich glaube, andere Themen sind da, glaube ich, jetzt wichtiger wie der, ich will sagen, Polizistenmord, aber ich glaube, das ist schon wieder zu lange her, dass da jetzt irgendwelche Auswirkungen die Parteien da Stimmen kriegen oder nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. 3 Wochen lang war der Bebelplatz in Berlins Mitte symbolisch der Platz der Hamas-Geiseln. In dieser Zeit gingen die Kämpfe im Gazastreifen weiter und weitere Geiseln sind auch nicht freigekommen. Trotzdem war es natürlich wichtig, an das Schicksal der Geiseln zu erinnern. Am Abend ging die Aktion in Berlin zu Ende. Ein Konzert setzte den Schlusspunkt unter diese 3 Wochen, in denen auf dem Bebelplatz unter anderem ein Tunnel wie von der Hamas aufgebaut war. Von den Stühlen, die Bilder der verbliebenen Geiseln zeigen, wurden 9 entfernt. Aber nicht, weil sie freigekommen wären, sondern weil sie nur noch tot geborgen wurden. Aber nicht nur Gaza und die Hamas prägten diese Wochen auf dem Bebelplatz, sondern auch tägliche Anfeindungen mitten in Berlin. Das, was wir hier gesehen haben an teilweise Beschimpfungen, an Radikalen, die herkamen und sich als Hamas-Kämpfer ausgegeben haben, gesagt haben, wir killen euch Juden alle. Das ist leider heute ein bitterer Teil unserer Realität. Und ich sage uns, damit meine ich jetzt eigentlich der deutschen Realität. Und es ist eine Gefahr nicht nur für Juden in Deutschland oder für Israelis, das ist eine Gefahr für alle Menschen. In diese Zeit fielen auch Proteste von Studenten an Berliner Universitäten. Studenten, die mit den Palästinensern sympathisieren, deswegen Uniräume besetzten und sich teilweise sogar verbarrikadierten. Ein Missverständnis, das auch heute oft gesagt wurde, ist, Universitäten sind ein Ort der Wissenschaft. Und es sei eine Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit, wenn man sich einmischt bei den Ereignissen, die wir angesprochen haben. Meine Damen und Herren, Hass ist keine Wissenschaft, sondern Gewalt. Dazu kommt noch der Fall an der Technischen Universität, wo sogar die Präsidentin selbst antisemitische Tweets likte, also billigte. Wie es mit ihr weitergeht, entscheidet sich möglicherweise heute. Ich glaube, dass hier ein massiver Schaden für die Technische Universität angerichtet wurde, auch ein Schaden für den Wissenschaftsstandort Berlin. Und jetzt müssen die Gremien der TU, der Technischen Universität, zu guten Entscheidungen kommen. Und ich habe da großes Vertrauen in die Gremien der Universität. Heute trifft sich der Akademische Senat der TU, ein Gremium aus Dozenten, Studenten und Mitarbeitern verschiedener Bereiche. Für eine Abwahl der TU-Präsidentin ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, ebenso wie in 2 weiteren Gremien, die danach noch über den Fall beraten würden. So, 10 Tage sind es noch bis zum Eröffnungsspiel der Deutschen gegen Schottland. Jetzt sind auch die letzten Spieler im Quartier in Herzogenaurach eingetroffen. Darunter eben zum Beispiel der Dortmunder Verteidiger Nico Schlotterbeck und die Herren, die ihn besiegt haben in der Champions League, Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid. 27 Mann stark ist jetzt der aktuelle Kader, damit komplett. Einer wird aber noch gehen müssen. Und am kommenden Freitag, da steht ja dann der letzte Test vor der EM gegen Griechenland auf dem Programm. So, und wir haben uns mal ein bisschen unter den Spielern des DFB-Teams umgehört, wie sie eigentlich mit der Erwartungshaltung der deutschen Fans, und die ist schon ordentlich, so mindestens mal den Titel holen, umgehen. Es ist schön, dass die Leute das denken, und es ist schön, dass so eine Euphorie in uns entsteht. Aber ich glaube, aufgrund der letzten Turniere müssen wir vor allen Dingen den Einstieg in das Turnier gut schaffen, die ersten Ergebnisse sammeln, um selber auch mit dem Vertrauen dann in die Aufgaben zu gehen. Und ich glaube, dass das am Ende kommt halt auf Details an. Und man hat jetzt auch in den letzten Turnieren gesehen, dass nicht immer die Mannschaft ist, die am besten Fußball spielt, sondern die vielleicht dann auch am meisten da ist, wenn es wirklich gebraucht wird. Ja, es ist auf jeden Fall schön, dass die Menschen diesen Glauben haben an uns. Ich glaube, in der vergangenen Zeit war es oft so, dass es vielleicht Zweifel gab, und es freut mich, dass da jetzt wieder so ein
positiver Aufschwung ist. Und wenn es so ist am Ende, dann freut uns das. Und dazu spielen wir natürlich das Turnier auch, um am Ende zu gewinnen. Weil sonst brauchen wir nicht mitspielen, wenn das nicht unser Anspruch ist. Und trotzdem möchte ich uns nicht irgendwie in eine Favoritenrolle irgendwie reinpacken. Aber es freut mich, dass es so von außen gesehen wird. Es kam in den letzten 2-3 Monaten schon auf den deutschen Fußball im Gesamten schon positive Nachrichten eigentlich entgegen. Wir haben Frankreich geschlagen, wir haben Holland geschlagen, wir haben international, wir haben im Euroleague-Finale. Also deswegen ist diese Tristesse aus November, die absolut berechtigt war und sich auch ehrlich angefühlt hat, die ist auf jeden Fall gerade weg. Und der entscheidende Gradmesser wird aber natürlich sein, wie wir uns in den Pflichtspielen im Turnier selbst dann schlagen. Kriegen wir die Ergebnisse hin, die wir brauchen? Kriegen wir die Spielweise hin, die nötig ist? Und dann schauen wir dann, wie dann die Stimmung ist. Also das ist für mich das Entscheidendere. In der Vorbereitung ist einfach eine gute Stimmung zu haben. Gute Nachricht noch mit auf den Weg, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die kommt heute aus der Medizin. Eine Studie des US-Pharmakonzerns Moderna macht Hoffnung im Kampf gegen Hautkrebs und tödliche Melanome. Ja, ein mRNA-Impfstoff soll das Immunsystem in die Lage versetzen, Krebszellen im Körper zu erkennen und diese zu zerstören. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass selbst 3 Jahre nach Impfung das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, immer noch um ca. 50% niedriger ist. Schon im nächsten Jahr könnte dieser Impfstoff auf den Markt kommen. Wir sind beim Wetter. Allgemein kann man sagen Entspannung, wobei ich gerade eine Meldung gelesen habe, dass aufgrund des Regens jetzt in Nordrhein-Westfalen der Rhein wohl anschwillt. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir da im Süden in den letzten Tagen erlebt haben. Ja, Entspannung, wie entwickelt sich das Wetter weiter, Maira? Also die Pegel, die sinken, der meisten Flüsse jedenfalls zumindest. Das ist erstmal schon mal die beste Nachricht sozusagen. Und heute gibt es zwar etwas Regen noch, allerdings nicht so viel und morgen bleibt es komplett trocken. Allerdings zum Wochenende hin sind wieder einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter möglich. Aber zunächst gucken wir erst einmal auf heute und morgen. Also da ist sozusagen Entwarnung, Entspannung in Sicht. Allerdings die Temperaturkontraste auch innerhalb Europas sind groß. Im Süden Europas geht es nämlich heute rauf auf über 30 Grad, beispielsweise 33 Madrid, 35 Athen, Köln. Und generell unser Nordwesten unterliegt einem Nordmeertief und somit bleibt es dort ja deutlich kühler und vor allem ähnlich kühl wie in Helsinki oder auch Oslo. An unserer Nordseeküste bekommen Sie heute so, nicht mehr als 16 Grad maximal. Und eine schwache Kaltfront wandert heute langsam in den Osten. Anfangs bringt diese Schauer im Nordwesten, später kommt dann dort auf der Rückseite, also dann auch mal des Öfteren die Sonne raus. Und dann sind die Schauer wirklich dort nur noch ganz schwach. In einem breiten Streifen vom Ems- und auch Münsterland über das südliche Niedersachsen bis zur Ostsee wird es freundlich und meist trocken sein. Und mit bis zu 22 Grad im Osten, beispielsweise Dresden, auch deutlich wärmer. An der Bayerischen Donau sind sogar bis zu 25 Grad drin, in München und Freiburg 24. Dazu werden am späten Nachmittag regional sich dann einige Gewitterschauer in Alpennähe bilden. Ansonsten hat die Kaltfront dichte Wolken und auch etwas Regen von Rheinland-Pfalz bis nach Sachsen im Gepäck. Abseits davon erwarten Sie auch nur kurze Schauer und ein paar Sonnenstrahlen. Ja, und morgen, wie gesagt, bleibt es bis auf wenige Ausnahmen trocken. Ab Freitag sind dann im Süden erneut Gewitter möglich. Am Wochenende sind die Schauer und Gewitter im Süden regional auch dann wieder recht kräftig. Mit bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden. Weiter nördlich schauert es weiterhin nur kurz. Und dieses Temperaturgefälle von Nord nach Süd, das bleibt uns auch erhalten. Maira, danke für die Aussichten. Sehr gerne.